Wir haben Mitte Januar 2022 und sind jetzt etwa einen Monat auf dem Camping Mar Azul in Andalusien, Spanien. Erstmalig haben wir ein Kochzelt aufgestellt. Wie und warum, darüber möchte ich in diesem Video berichten. Herzlich willkommen zu meiner Reportage. Da wir im Vorfeld schon geplant haben, dass wir auf diesem Campingplatz länger bleiben als in den Vorjahren, kam die Idee mit dem Kochzelt. Und so haben wir uns dann eins bestellt, und zwar haben wir das hier zum Camping Mar Azul von Deutschland her hinschicken lassen. Die Parzellen am Ende einer Straße hier auf dem Campingplatz sind meistens etwas größer. So haben wir eine recht schöne große Parzelle. Und dort ist dann auch kein Problem, ein Kochzelt oder Gerätezelt aufzustellen. Ich würde aber sagen, es ist hier auf jeder Parzelle möglich, ein Kochzelt aufzustellen. Wie ich eingangs schon sagte, haben wir uns dieses Zelt hier herschicken lassen, und zwar schon einige Zeit bevor wir hier angekommen sind, ist das Zelt hier eingetroffen und wir konnten es dann hier bei der Rezeption abholen. Wir haben dieses Zelt gekauft bei dem Caravan-Service Andreas Kipper, vielen auch bekannt. Er ist selber Wohnmobilist und auch hier in Spanien auf der Reise. Wir haben uns von Andreas Kipper beraten lassen und uns dann für das Camper Store Air Luftzelt entschieden. Dieses Luftzelt ist in einer Tasche verpackt, hat ein Gewicht von ca. 20 Kilo. Die Aufbauzeit ist mit 10 Minuten angegeben. Das kann ich nicht nachvollziehen. Glaube auch kaum, dass das jemand schafft, so ein Zelt komplett in 10 Minuten aufzubauen. Das Aufbauen des Zeltes machen Rita und ich gemeinsam. Da wir alte Camper sind, denken wir, dass wir keine Gebrauchsanweisung brauchen. Wenn man dazu mehr Informationen braucht, wie man sowas aufbaut, dann gibt es spezielle Aufbauanleitungen auf den YouTube-Kanälen. Wir haben uns dazu kein Video angeschaut, wir haben einen Blick auf die Bedienungsanleitung oder die Aufbauanleitung geworfen und dann soll es losgehen. Wir haben uns auf unserer Parzelle eine Ecke ausgesucht, dort soll das Zelt stehen. Man muss nur daran denken, dass ausreichend Platz ringsherum ist für die Abspannung. Mit in dem Zelt eingepackt ist eine Luftpumpe, die auch noch ganz ordentlich eingewickelt ist. Das ist wichtig, denn sonst würde die Pumpe eventuell das Zelt beschädigen. Das nur mal so als Tipp, wenn ihr das Zelt mal wieder zusammenpackt. Seid vorsichtig mit der Pumpe im Zelt. Sie kann mit ihren Spitzengegenständen dort Löcher ins Zelt drücken. Deshalb die Pumpe vielleicht separat aufbewahren. Nachdem wir das Zelt so ein bisschen auseinandergebreitet haben und die Luftpumpe ausgepackt haben, haben wir uns den Anschluss zum Aufblasen des Zelts gesucht. Im Prinzip ist dieser Anschluss ähnlich wie bei Luftmatratzen oder Schlauchbooten. Das muss man sagen, mit dieser Pumpe hat man das Zelt in wenigen Minuten aufgepumpt. An der Pumpe ist ein Manometer angebracht, das zeigt, während man pumpt, den Druck an. Das Zelt sollte mit 9 PSI aufgepumpt werden, das sind etwa 0,6 Bar. Wenn man einige Momente gepumpt hat, dann stellt sich das Zelt so langsam auf. An eins hatten wir nicht gedacht, an diesem heutigen Tag wehte ein starker Wind und das machte das Aufstellen nicht gerade einfach. Da es morgens noch etwas frisch war, hatte ich mir einen Pullover angezogen. Das war aber nicht so gut, denn jetzt kam ich bei der ganzen Arbeit doch ganz schön ins Schwitzen. Beim Camping helfen natürlich gerne die Nachbarn mit und so auch in diesem Fall. Unser Nachbar kam rüber und fasste mit an, da der Wind doch etwas stark wehte und wir mussten das ganze Zelt festhalten und erstmal verankern. Kleine Seile sind dabei, damit kann man die Seitenpfosten abspannen
Das habe ich erstmal gemacht, um dann Stabilität reinzukriegen und das Zelt erstmal steht. Mitbestellt hatte ich Abspanngurte und Schrauben, Edelstahlschrauben, die man mit dem Akkuschrauber in den Boden schrauben kann. Die anderen Heringe, die dabei sind, sind aus Kunststoff und die sind hier für diesen Boden ungeeignet. Die Schrauben sind etwa 20 cm lang, haben einen großen Teller als Kopf und werden mit einem Torx-Bit in Verbindung mit einem Akkuschrauber in den Boden geschraubt. Nachdem wir das Zelt mit 4 Leinen abgespannt hatten, stand das Zelt zumindest so fest, dass der Wind uns es nicht mehr umwerfen konnte. Als nächstes habe ich dann an den senkrechten Stützen Schrauben im Boden eingedreht, um das Ganze zu fixieren und festzumachen. Es sind noch 2 Teile dabei, die muss man aufpumpen. Die werden oben ins Dach eingesetzt zur Stabilisierung. Dort, wo die Klettverbindungen sitzen, dort kommen diese Teile dann hin und werden einfach dazwischen geklettet. Mitbestellt hatte ich mir Abspanngurte oder Sturmsicherungen. Sie sind passend zum Zelt, sodass man nur mit einer Klickverbindung sie dort anbringen kann. Die Befestigung am Boden erfolgt, wie schon gesehen, mit den Edelstahlschrauben. Die Gurte sind verstellbar und man kann sie auch nachträglich noch spannen. Die Schürze vom Zelt habe ich mit Nägeln befestigt, und zwar Nägel mit einer Länge etwa von 150 mm. Ich hatte diese Sachen noch aus alten Beständen, die ich immer so bei mir habe, und denn die mitgelieferten Heringe, die hätten das nicht gehalten bzw. waren da ungeeignet für. Nachdem wir das Zelt komplett aufgestellt hatten, ging es um das Einrichten. Wir haben uns von zu Hause einen Schrank mitgebracht, den wir schon einige Jahre haben, und der wird jetzt aufgestellt. Zufällig passt unser Schrank genau hinten rein, quer rein. Das Zelt hat innen eine Breite von 1,60 etwa, vielleicht etwas mehr, und eine Länge von 2,40 Meter. Außen sind es mindestens 10 bis 20 cm mehr, muss man rechnen. An dem Tag, als wir das Zelt aufgebaut haben, herrschte ein starker Wind. Und zu sehen war, dass das Dach auf der einen Seite mittig etwas eingedrückt wurde. Dabei stellte sich heraus, dass der Druck nicht hoch genug war in dem ganzen Luftsystem. So habe ich den Druck von 7 PSI auf 9 PSI erhöht. Das ist auch der richtige Druck. Das muss man nochmal prüfen, wenn man das Ganze aufgestellt hat. Man kann das ganze Zelt natürlich nicht nur als Kochzelt nutzen, sondern auch als Gerätezelt. Wir nutzen es allerdings in der Hauptsache als Kochzelt und kochen dort unsere Speisen oder braten drin, und das funktioniert gut und wir sind auch sehr zufrieden mit der Größe des Zeltes. Was natürlich ist, man riecht es natürlich am Ende, dass man dort in diesem Zelt gekocht hat. Auch zum Grillen, wenn man den Grill auch nicht direkt ins Zelt stellt, aber vors Zelt stellt, dann ist es beim Grillen etwas günstiger, gerade wenn der Wind etwas weht. Im Zelt koche oder grille ich auch schon mal. Das ist dann auch kein Problem, wenn es dann am Abend schon etwas dunkel ist. Wir haben uns dort in dieses Zelt eine Lampe eingebaut, eine LED-Lampe mit Akku, so dass wir da ohne Stromanschluss an der Decke diese Lampe befestigen können. Wenn wir dann am Abend alles erledigt haben mit dem Kochen, dann stellen wir die Fahrräder in dieses Zelt. Sie stehen dort geschützt und wir brauchen sie nicht abdecken. Das muss ich vielleicht noch erwähnen. Von vorne gesehen auf der rechten Seite kann man das Fenster öffnen und dort gibt es dann auch ein Fliegengitter, sodass dort kein Ungeziefer dann reinkommen kann.
Auf der gegenüberliegenden Seite kann man die gesamte Vorderfront öffnen. Das heißt, dort sind rechts und links Reißverschlüsse und die kann man öffnen und dann kann man das Ganze hochrollen, sodass man dann die gesamte Seite geöffnet hat. Auch das ist kein Problem, wenn man mal mit dem Zelt umziehen muss. Man kann, wenn man die Schrauben gelöst hat, das Ganze mit 4 Leuten anfassen und dann ohne weiteres zum nächsten Platz tragen. Das vielleicht jetzt noch zum Preis. Das Zelt wird angeboten zwischen 600 und 700 Euro. Nicht jeder Handel hat es vorrätig und muss es bestellen und ist dann auch mit Lieferzeiten verbunden. Alle Daten zum Zelt findet ihr unter dem Video auch im Text. Das war's mal wieder. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen, sende euch sonnige Grüße aus Spanien und sage Bye bye, bis zum nächsten Mal.